Und dann machte ich die Bekanntschaft mit den Sandstürmen. Eines Tages, ich hatte gerade unter strahlend blauem Himmel die Wäsche auf die Leine gehängt, verfinsterte sich blitzartig der Himmel. Obwohl es Mittag war, wurde es stockdunkel und ein gewaltiger Sturm fegte über das Camp hinweg. Im Handumdrehen war die Luft voller Sand und Dreck. Büsche und Bäume neigten sich gepeitscht vom orkanartigen Böen bis zum Boden. Ich kam gar nicht mehr dazu, die Wäsche reinzuholen. Ich musste hilflos zusehen, wie der Wind die Sachen nach und nach von der Leine zerrte. Nach ungefähr so einer halben Stunde legte sich der Sturm wieder. Mit einem Mal wurde es totenstill. Nur das gleichmäßige Surren der Klimaanlage war noch zu hören. Der Himmel klarte auf und war so blau, als wäre nichts geschehen. Aber der Sand war durch sämtliche Ritzen ins Haus gedrungen und ich war stundenlang damit beschäftigt, das Haus einigermaßen sauber zu bekommen. Die Stürme kamen und gingen. Und mit der Zeit bekam ich ein Gespür für den herannahenden Sandsturm. Denn die ersten Anzeichen waren der heiße, plötzlich aufkommende Ghibli, der Wüstenwind. Und so flog meine Wäsche nicht wieder davon. Aber es gelang mir nie, das Haus völlig vom Sand zu befreien. Oft lag ich abends im Bett und hatte Sandkörner im Mund, die sich irgendwo in den Falten des Bettzeugs versteckt hatten. Und darum machte ich mich eines Nachmittags auf den Weg zu der Frau des Oberbauleiters. Ich hatte sie am Roten Meer kennengelernt. Wenn sie dort zu Besuch war, tat ich ihr den Gefallen und betreute ihre beiden Kinder im Kindergarten. Und Sonderausstattung wie eine verglaste Veranda gab es hier nur durch Beziehungen. Frank hatte mir dazu geraten, nachdem er bei der Bauleitung kein Gehör dafür gefunden hatte. Als ich vor dem Haus der Frau stand, verschlug es mir fast den Atem. Von dem ursprünglichen Camp-Fertighaus war überhaupt nichts mehr übrig geblieben. Ein Zierrasen, der einem englischen Golfplatz alle Ehre gemacht hätte, säumte das Haus. Der Weg zur Haustür war mit schmiedeeisernen Bögen umspannt, an denen Rosen rankten. Außen an das Haus angebaut lehnte ein schwerer Kamin, der mit Schiefer verkleidet war. Schließlich stand ich vor einer massiven Haustüre aus Eiche und drückte auf die Klingel, die sich neben dem Messingschild befand. Die Frau des Oberbauleiters begrüßte mich freundlich und führte mich zuerst in das Wohnzimmer. Nichts erinnerte an die Möbel der anderen Häuser. Sie ging mit mir von einem Raum in den anderen. Das Bad war überhaupt nicht mehr wiederzuerkennen. Andere Kacheln, Dusche und Wanne und sogar ein doppeltes Waschbecken. Aber die Krönung war die Küche mit amerikanischem Kühlschrank. Die Frau führte mir die Eismaschine vor und lud mich zu einem Drink ein. Aber nachdem ich ihr mein Anliegen vorgetragen hatte, zuckte sie mit den Schultern und schüttelte entschieden den Kopf. Sie erklärte mir rundheraus, dass da nichts zu machen sei. Und sowas gibt's auch hier nur für die Oberbauleiter, meinte sie, was natürlich nicht stimmte. Aber mit der Zeit merkte ich immer mehr, wie krass die gesellschaftlichen Unterschiede hier in diesem Camp waren. Es herrschte zwar allgemein ein freundlicher Umgangston, aber es wurde von den führenden Familien der Baustelle peinlichst darauf geachtet, bei gesellschaftlichen Anlässen unter sich zu bleiben. Ich fand es geradezu lächerlich und im Vergleich zur ersten Baustelle war das hier noch viel ausgeprägter. Liebe Follower, dank euch wächst der Kanal stetig. Wir haben mittlerweile sogar Zuhörer aus der ganzen Welt. Nur mit den Abos hapert das noch etwas. Dabei kosten die ja nichts. Und den Daumen hoch ist auch ganz wichtig. Wir hören uns. Bis bald.